tarikatına sohbet hayrun fi cemiya. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Seyyid-i Medet. La havle la kuvvete illa billahil azim. Wir bitten die spirituellen Zentren, Kraftzentren um Beistand. We ask the spiritual power centers for support. O du Kapitän des Schiffes Gottes, O you, captain of the ship of the Lord, nimm uns mit auf dein Boot. take us aboard, Sodass kein Flut uns ertrinken lassen kann. that no flood will let us drown. Und bringt uns sicher zu unserem Ziel. And take us to our goal in safety. Unser Weg ist der Weg des Wortes Gottes. Our path is the path of the word of the Lord. Und unser Große spricht so, dass wir Ohr sind. O our grandche, speak in a way that we can listen. Und wenn wir Ohr sind, sprechen sie zu uns. And when we are paying attention, they are speaking to us. مدد يا سلطان الأولياء يا رجال الله يا نقبا يا نجبا يا ركبا يا بطلا يا آخات يا أخيار يا أصحاب نوبة مدد. Der Mensch muss verstehen, Man has to understand. wir sind hier in dieser Welt, damit wir verstehen. We are here in this world in order to understand. Doch wie können wir verstehen? But how can we understand? Auch das Verstehen muss gelernt werden. The understanding also has to be learned. Wir lernen verstehen, indem wir lernen, was gut und böse ist für uns. We learn to understand by learning what is good and what is bad for us. Wir lernen erstmal, wie bei der Fahrschule, First we learn like similar to driving school. in der Fahrschule bringt man uns etwas Theoretisches bei. At driving school, first we are taught theoretical stuff. Sie zeigen uns Schilder, Stopp, fahr weiter und so weiter. They show us traffic signs, stop, go, and so forth. Wir hören uns an, was Defensivfahren bedeutet. We are listening to the explanation about defensive driving. Auf der Straße
damit wir keine Unfälle bauen. Defensive driving on the street in order to avoid accidents. Und wenn der andere dumm spielt und nicht fahren kann, so dass du weißt, wie du zu fahren hast. And if the other participant is driving stupid, then how we have to act in order to avoid. Wenn der andere nicht aufgepasst hat, so dass du aufgepasst hast. If the other person, if the other driver does not pay attention, then we have to pay attention for him as well. Wir haben bestimmt von 80 bis jetzt hier 2020, wie viele Jahre? 40? Gleich hier unser Führerschein seit 40 Jahren. We have our driving license for 40 years now. Und das hat man uns beigebracht. And what did they teach us? Bevor man uns ihr Führerschein gegeben hat. Before we were given the driving license, Du bist nicht der Einzige auf der Straße, hat man uns gesagt. we were told that we're not the only ones on the street, Du kannst nicht so fahren, wie du willst. and that we can't drive either way we like. Und wenn der andere dumm fährt, du solltest richtig fahren. And if the other participant is driving wrong, we have to drive correctly. Wenn er nicht aufgepasst hat, du musst aufgepasst haben. If the other one does not pay attention, we have to pay attention. We must pay attention. Du hast auf dich selber aufzupassen, dass du richtig fährst, und dann hast du noch eine andere Verantwortung, dass du auch auf den anderen aufgepasst hast. We have to drive in a way that we take care of ourselves, and we have to drive also taking care of others. Wenn der andere nicht aufgepasst hat, dass du aufgepasst hast, dass es nicht zu einem Unfall kommt. Or if the other one does not pay attention, we have to pay attention in order to avoid accidents. Oh ja Leute, alles was wir in dieser Welt lernen, auch wenn es aussieht als materialistisches, als weltliches, es gehört alles zum spirituellen Welt des Verstehens. Oh, you people, whatever we learn in this world is a materialistic world, but it's all to understand the spiritual side. It is all in order to understand the spiritual side. Es ist alles was passiert im Alltag, damit wir verstehen. Everything happening in daily life is for us to understand. Wie sollen wir verstehen, dass Defensivfahren in der Fahrschule als Theorie, was man uns erzählt hat, wenn wir nicht im Straßenverkehr angewendet haben? Das, was wir uns angehört haben, also praktiziert haben. Wie sollen wir es verstanden haben? How are we supposed to understand the meaning of defensive driving through theoretical lessons if we do not practice it in daily life during taking part in traffic? Also, wir sind hier in dieser Welt zum Verstehen, auch das Verstehen muss gelernt sein. This means we are in this world to learn to understand, and to understand that has to be learned. How to understand that has to be learned. Das, was wir uns anhören, ist nur eine Information. What we are listening to is just an information, Wir haben es noch nicht verstanden. but listening to it doesn't mean that we have understood, that we did understand. Wir werden es auch nie verstanden haben, wenn wir es nicht angewendet haben, das sich angehörte. And we will never understand fully if we do not practice what we have been listening to. Denkt ihr wirklich, ihr das Verstehen ist so einfach? Do you really think to understand is such a simple task? So viele Leute, ob arm oder reich, ob dick oder dünn oder schlank, ob jung oder alt, ob
unwissend oder allwissend oder klugwissend. Hast du verstanden, was ich meine? So many people from all varieties of life. Doesn't matter thick or Whether they're thick or thin, whether they are smart or not so smart, poor or rich, tall or small, Gelehrte oder Ungelehrte, scholars or not scholars. simple-minded people. Denkt ihr wirklich, wir haben irgendetwas verstanden in dieser Welt? Wenn sie verstanden hätten, sähe diese Welt nicht so aus. Do you really think all these people did really understand anything about this world? If they would have understood, this world wouldn't be the way it is just now. Und am wenigsten haben die Politiker verstanden. And the politicians are of those who understood the least. Und die, die am wenigsten verstanden haben, führen uns. And those who understood the least, they are leading us. Und so läuft die Menschheit hier auf ihren Köpfen. Und die Füße haben nichts zu tun. And therefore, mankind is walking on their heads with the feet in the air. Und der Kopf kriecht auf den Boden und kann nicht Besseres denken. And because the head is crawling on the floor, it can't be used for thinking. Ein Kopf, wenn man auf den Köpfen läuft, wie soll man hier Möglichkeit finden zum Denken mit dem Kopf? When you're walking on your head, how are you supposed to use your head for thinking? Menschheit, die auf ihren Köpfen laufen, die Köpfe arbeiten, können nicht arbeiten. Die machen Mankind, eine ganz andere Arbeit, was sie nicht machen sollten. Und die Füße versuchen Kopfarbeit zu machen. Und so sieht die Menschheit aus jetzt. when the mankind is walking on their heads, the head is used for a purpose it's not been made for. How is it supposed to be used for thinking? And the feet, they're trying to think. And So sieht die Welt jetzt this aus. is the state the world is in right now. Oh ja Leute, denkt nicht, glaubt nicht, dass Verstehen so einfach ist. Weil die meisten der Menschen eben nicht verstanden haben oder falsch verstanden haben. Wenn sie verstanden haben, dann falsch verstanden haben. Sieht alles so aus. All wie es people ist. do not think that to understand is such a simple task. If it was that simple, then the world would not be the way it is right now. Warum ist es so schwer, so schwierig zu verstehen? Why is it so difficult, so hard to understand? Wir antworten mit einer anderen Frage. Wieso muss der Fahrschullehrer neben dem Fahrschüler sitzen? We are answering with another question. Why does Während der Fahrschüler hier im Straßenverkehr hier fahren versucht? we answer by asking another question? Why does the driving instructor has to sit next to the student? Wieso sagt der Why he's- Fahrschullehrer hier nicht, ja, jetzt hast du das Theoretische, hast du dir alles angehört, was du alles zu tun hast und dann fahr? Why doesn't the driving instructor just say, I gave you all the theory, now go for it? Welcher Fahrschullehrer sagt das? Which driving instructor would ever say something like that? Er muss neben dem Fahrschüler sitzen und mitfahren und eigentlich er hält den Lenkrad in seiner Hand und die Bremse im Falle eines Unfalles. Das habe ich
habe ich gut gesagt. Im Falle eines Falles des Unfalles. He must sit next to the student and be in charge of the car while the student is trying to practice, to be there in case of an accident. Er hat das Lenkrad und He's in charge of the car, yeah. Also ein Auge auf den Fahrschüler, der noch hier Neuling ist, der noch keine Ahnung hat und er versucht zu üben, das, was er sich angehört hat. He has to keep an eye on the student while the student is trying to practice what he heard in theory, while he's trying to put that into practical context. Und der Fahrschullehrer muss sich überzeugt haben, dass der Fahrschüler es auch richtig verstanden hat und richtig ausführt, das, was er sich angehört hat. And the driving instructor has to be convinced by the student that the student fully understood what he heard in theory and that he can put that into practice. Er überzeugt sich, ob der Fahrschüler im richtigen Moment Gas gibt und im richtigen Moment Bremse gibt. He has to convince himself that the student can accelerate and brake the car at the right times. Wann er so bremsen hat, wann er so Gas geben hat. That the student knows when to accelerate and when to brake the car. Wie er zu parken hat. And how he has to park the car. Ob er die Spiegel gut benutzen kann. If he is using the rear mirrors. Und wenn der Fahrschulmeister sich überzeugt hat, sagt er, hier hast du deine Lizenz, nicht zum Töten, zum Fahren, richtig fahren. And once the instructor is convinced, the student may receive his driving license. He may receive his license, not the license to kill, but the license to drive. Du wirst geprüft werden, bis du deinen Führerschein hast, ob du fahren kannst oder nicht, ob du das verstanden hast und gut ausführen kannst oder nicht. You have to be tested before you receive your driver's license, they test you whether you understood or whether you did not understand. Erstmal wirst du geprüft werden, ob du das Theoretische, das Angehörte gemerkt hast, dich dir angemerkt hast? Gemerkt hast. First, you will be tested whether you can recall the theoretical stuff which you've learned. Und dann, wir testen dich. Und dann 0 Fehler. Er hat sich gut gemerkt. So, jetzt macht man Praxis. So first you get the written test, and when you've passed the written test, then it comes to the practical test. Dann wird es langsam ernst. That's when it's getting serious. Worauf achtet der Fahrschullehrer, ob du unfallsicher fahren kannst oder nicht? What is the driving instructor looking for? He wants to see Ob whether du you can, Gefahr bist im Straßenverkehr für andere oder nicht. he wants to see whether you can drive or not, whether you are a danger for others or not. Und der Fahrschullehrer gibt dir die Empfehlung, du sollst keine Gefahr sein im Straßenverkehr für andere. Erstmal nicht schaden, also. Du sollst niemand schaden. So. Das will ich sehen. Fahr mal. And the driving instructor is telling you that he is looking for you not to be a danger for others. And he wants to see while you're driving that you are not endangering others. So, und dann, was hast du geschafft? Jetzt musst du schauen, dass der andere dir nicht schadet. And once you show that you can handle that, then you have to prove and to show that you are aware also of the mistakes of others. Deine Verantwortung ist, dass du auch den anderen, der Fehler gemacht hat, nicht vor dem Unfall bewahrst. So Nächstenliebe noch dazu. your responsibility is also that you protect others from their own mistakes.
that is like love of neighbors, neighborly love. Wir glauben, dass das ganze Spiel in diesem Leben, Lebensspiel, nur für uns da ist, damit wir was verstehen, wie in Wirklichkeit, wie in unserer spirituellen Welt und in der Welt des Verständnisses abläuft. Alles, das ist nur das sind nur Bilder zum Verstehen und zum Lernen für unsere spirituelle Welt. We believe that all things happening in this material world are there to make us understand the spiritual side of our lives. They are just pictures, they are examples for us to learn and to understand, analogies. Und in der Endzeit werden wir unsere heiligen Verse öffnen, sodass sie verstehen, sagt Allah im Koran. And in the end times, we will open our sacred verses to make them understand, is what Allah says in the Holy Quran. Alles diese Bilder eigentlich gehören zu einem heiligen Vers. Das ganze Lebensbild ist nur eine Perle aus dem endlosen Ozean des Wissens der Weisheit Gottes. All these pictures around us, they belong to the picture of our life. They're just one pearl out of the endless mercy oceans of our Lord. Und all diese Bilder, wir sagen hier Erlebnisse, alles was kommt und geht und geschieht, alles sind Bilder des Alben Gottes. All these pictures, we call them experiences, everything which is coming to us and going from us. They're just pictures from the album of our Lord. Auch diese Bilder aus der Fahrschule. So are these pictures from the driving school. Wer hätte das gedacht, dass es für unsere spirituelle Entwicklung und Entwicklung unseres Verständnisses dienende Bilder sind. Der Besuch der Fahrschule. Who would have thought that the visit of a driving school is a picture for us that helps us understand our spiritual development? So wie der Fahrschüler ist der Murid, der Schüler in eine spirituelle Zentrum. The student of a driving school is like a murid of a spiritual center. Und der Sheikh ist so wie dieser Fahrschullehrer. And the Sheikh is like the driving instructor. Und Straßenverkehr, das ist unser Alltag. And traffic is a picture for our daily life. Könnt ihr jetzt besser begreifen und verstehen, Herr Jamie? Is it Das now, hattest du immer schon verstanden. is now clearer for you, easier for you to understand? Da muss also immer jemand da sein, der öffnet. Die Bedeutung der Bilder. Du bist in einer Bildergalerie. Da hängen so viele Bilder an den Wänden. So there's always to be somebody there to open, to explain these pictures to you. It's like in a gallery with many pictures and they have to be explained to you. Ganze Schöpfung, ganze Existenz, ganze Universum ist Galerie Gottes. The whole universe, the whole creation is the gallery of the Lord, art gallery of the Lord. Man spricht vom am Leben hängen. People are holding on to life, to their lives. Am Leben hängen. Es sind so viele Wörter, die wir benutzen und nicht die Wirklichkeit begriffen haben. Wir reden wie ein Wasserfall und verstehen nicht, was wir da sagen. Das bedeutet, wir sagen, das ist Galerie Gottes. Und alles, was kommt und geht, diese ganzen Bilder, das sind
die hängen an einer Wand, die nicht da ist, in der Galerie Gottes. Die hängen in der Luft. Kommen und gehen. Und der Sheikh ist dafür da, das Bild hier deutet darauf, dieses Bild deutet darauf hin. We say so many things which we just say without knowing the meaning behind it. And all these pictures in life, they are like pictures in the art gallery of the Lord, and they are hanging on a wall which does not exist, like we hang onto our lives. And we need a sheikh in order to we need a sheikh to explain to us the meaning of each picture, what it is an analogy for. And how these pictures are linked together. Und so ist es, wenn wir hier hören, da ist eine Galerie, eine Ausstellung in einer Galerie. Und wir gehen auch dahin, nur laut Interesse. Und wir stehen vor einem Bild. Was soll das sein? Habe ich aufgestanden hier. Was ist denn das für ein absurdes? Das ist hier Hochkunst, Absurdbildkunst, sagen Sie. Das ist ein absurdes Bild, ja. Nee, Abstrakt. Ne? Abstrakt, absurd. Ach so, abstrakt. Abstrakt ist wirklich absurd. Abstrakt. Was ist dann das für ein Bild soll das sein? Nicht abstrakt, absurd. So, when we go and visit an art exhibition in a gallery, we walk from picture to picture looking at these, and we are surprised, asking ourselves what exactly are we looking at. It's probably abstract art or absurd art. Sheikh, du hast keine Ahnung. Du bist ein Ahnungsloser. Sheikh, you have no idea. Dieses Bild hier deutet auf etwas hin. This picture is pointing at something. Ja, genau das sage ich auch, sage ich dann. Genau das meine ich. Dieses Bild deutet auf etwas Absurdes hin. This is exactly what I mean. This picture is pointing at something absurd. Und so wenn man vieles Dummes gemacht hat im Leben hier, das sind absurdes Handeln, die Schwachsinn bedeuten. And so many actions in life are absurd actions which are meaningless. Es hat alles einen Sinn, aber das Dumme hat schwaches Sinn. Everything has a meaning, but the meaning of the stupid things is rather weak. Wir haben zu suchen nach dem starken Sinn, nicht Schwachsinn. We have to look for things which strongly make sense and not just a little bit of sense. Und da gibt es Kunstexperten, Haji Emin. Und sie sagen, Sheikh, schau, das ist ein Bild, was $1 Million kostet. Warum das? Ja, das ist Picasso, das ist Da Vinci und das ist irgendein anderer. So, Salvatore und so weiter. And then there are these art specialists which are standing in front of a picture and they're pointing out the value of the pictures, claiming this one is worth $1 million because it is Da Vinci, or it is Salvatore Dali, or it is Picasso. Also das ist ein Künstler, der hat so ein Werk geschaffen und das kostet $1 Million. Ja, schön. So this is an artist which has created this piece of art and it's worth $1 million. Yes. Das, was er da einfach was gekritzelt hat hier, das kostet $1 Million. So just this color on canvas is worth $1 million. Yeah. Und das absurde Bild da hier, der eine hat hier, während er getrunken hat, hier hat er so gemacht und dann Kunst. Und dann hat er geklatscht, die Farben darin drauf, Kunst. So this one artist, he wasn't even looking while he was painting, he was drinking a glass of wine or whatever, and he just put some color on the canvas, and now you call this art? Yes.
Ihr verlangt $1 Million. Nein, steht das hier $5 Millionen. And you're asking $1 million? No, Sheikh. This one is actually $5 million. Ihr bezahlt für solchen Schwachsinn 1 Million, 5 Millionen. Was würdet ihr denn bezahlen? Dem, der die ganze Kunst der Schöpfung hier erschaffen hat. Die Berge erschaffen hat, die Bäume erschaffen hat, die Wälder erschaffen hat, die Flüsse erschaffen hat. All diese hier Kreaturen erschaffen hat. Während ich rede, keine falsche Barmherzigkeit. You pay $5 million for this sort of nonsense. What are you willing to pay for the one who created all the mountains, the trees, the creatures, everything? Schau dir das ganze Bild der Schöpfung an. Look at the entire picture of the whole of creation. Was bietet ihr an hier? Für diese Kunstwerke. What are you offering for this piece of Warum art? fragt ihr nicht nach dem Künstler dieser Werk? And why are you not asking who made this piece of art? Du sagst mir, das ist Picasso, das ist Da Vinci, das ist irgendein anderer. Und ich sage dir, diese ganze Bilder, dieser ganze Schöpfungsbild, warum fragst du nicht, wer hat das gemalt, erschaffen? Wieso fragst du nicht nach seinem Namen? You tell me this is Picasso, this is Da Vinci, this is Salvador Dali, and I'm asking you, the creator of all creation, of all the picture around you. Und ihr behauptet, What's his name? Why don't you ask for his name? und ihr behauptet hier, Kunstexperte zu sein. And you call yourselves experts for art, Kunstexperte. art experts, Und ihr versteht nichts von Kunst. while you understand nothing about art. Bedeutungslose hier Bilder schenkt ihr Bedeutung. Meaningless pictures, you put meaning into them, Bedeutungsvolle Bilder, keine and Bedeutung. meaningful pictures you are ignoring. Ihr habt nichts verstanden von diesem Leben, in diesem Leben. You understood nothing in this life Also seid ihr about verstandlos. this life. And that means you have no mind. Und wer ohne etwas Verstand zu haben, diese Welt verlassen hat, kommt in diese andere Welt wieder raus ohne Verstand. Als Verrückter. And who left this world without having understood anything, he will enter the next world as a crazy one. Und das ist eine neue Erklärung und Interpretation und Verständnis, was sich für uns öffnet. And there is a new interpretation and understanding just opening for us just now. Wer hier den Verstand nicht nutzen konnte und das Wesentliche verstehen konnte, tritt in die andere Welt hinein als Verrückter. Das ist Barmherzigkeit Gottes. So Das ist eine Barmherzigkeit. the new opening coming to us now is that who was not using his mind in this world and did not understand the important things in this life, he will enter the next life as a crazy one, and that is actually a mercy of your Lord. Und Allah will sagen, hinweg mit dem Verrückten, die nicht verstanden haben. Wer nichts in dieser Welt verstanden hat, was wir im Paradies verstanden haben, von dieser Schönheit des Paradieses verstehen können, die werden es nicht zu schätzen wissen, den Wert des Schatzes. And the Lord will say, away with the stupid ones who did not understand anything in this world. If they did not use their mind in this world in order to understand how will they appreciate the beauty of paradise? Rein in das Feuer. Away with him into the fire. Wir sollen Feuer essen. They shall eat fire, Wir sollen Feuer trinken. and they shall drink fire. Und
Sie sollen das Feuer sich anschauen and they shall look at the fire, und sie mögen sich erfreuen. and they may be pleased with what they see. Und sie mögen sagen, hot ist gut. And they may say, hot is cool. Oft sehe ich auf der Straße an den Wänden hier hot, Werbung für hot. Feuerzeichen hot, come to hot. How often do I see advertising in the streets, and they advertise with a picture of fire and the word hot, come to the hot things. Für wen ist es gut, das Feuer, das hot, Who is the fire good for? das scharfe, The hot one and the hot one. für Geschmacklose. For those of no taste. So viele Nationen gibt es. There are so many nations. Die meisten Nationen, Völker hier haben keinen Geschmack. And the majority of the nations have no taste. Sie kochen ohne Geschmack. They cook stale food. Und wenn sie nach Geschmack suchen, aber nicht finden, was Geschmack ist, machen sie scharf rein. And when they're looking for flavor, but they can't find any flavor, then they just put Weil das Essen nicht schmeckt, chili in there. weil das Essen nicht schmeckt, damit man nicht versteht, dass es nicht schmeckt. Also nicht schmeckt, dass es nicht schmeckt, machen sie scharf das Essen. Chili rein. Because they don't want people to understand that the food is without any flavor, they cover the lack of flavor with chili. Was isst du denn da, sag ich? Sehr scharf, Sheikh. What are you eating there? I ask them, and they say, oh, it's very hot. Schmeckt das Essen? Ja. Wie schmeckt denn das? Scharf. Do you like your food? Yes. And what does it taste like? It's hot. Very hot. Was du dir anhörst, die Antwort wird immer sein, scharf. So every answer you get will be hot. Schmeckt scharf. Du siehst da kein Gewürz mehr schmecken. Nein, du schmeckst scharf. Das Scharfe ist im Vordergrund und du kannst nicht beurteilen, ob das schmeckt oder nicht, das Essen. Du spürst nur das Scharfe. All you perceive when you're eating that sort of food is that it is burning in your mouth, and you will not be able to taste any other flavor because the burning of your mouth, the pain is in the foreground. Wenn man nicht vorbereitet ist in dieser Welt schon, einen Vorgeschmack bekommen hat vom Geschmack des Paradies. Wenn man in diesem Leben schon keinen Vorgeschmack bekommen hat für das Geschmack des Paradieses, If you have not tasted the taste of paradise in this life, wird den Geschmack des Paradieses nie mehr schmecken können, weil er wird als Geschmacklose diesen Welt verlassen und für Geschmacklose gibt es das Feuer und sie werden sagen, wow, wie schmeckt das Feuer? Scharf, Sheikh, sehr scharf. for those who have not tasted the taste of paradise in this life, they will not get the taste of paradise in their afterlife. For them, there's only fire, and then when you ask them what's it like, they will just say it's hot, very hot, Sheikh. Wir machen hier keine sinnlose Rede. We are not giving any meaningless speech here. Wenn ein Paradies gibt, dann gibt es auch ein Volk dafür. Und If wenn, there is- wenn Allah eine Hölle erschaffen hat, das ist auch eine Heimat. Da muss es auch ein Volk für diese Heimat geben. Ein Volk. If Allah creates paradise, then Allah also appointed a people for this paradise. And if He creates hell, then this hell is home for another people. Wir sind hier Gastarbeiter. Es gibt so viele Gastarbeiter in Deutschland, in Europa. We are just workforce here in Europe. There are so many people just working in foreign countries Und in Europe. die Gastarbeiter, die meisten sind schon hier eine Generation, zwei Generationen, vielleicht sogar drei Generationen lang hier.
And Minimum 50 Jahre. many of those who are working abroad, they are working abroad already in the second or third generation, minimum Wir 50 sind years. hier geboren, weit weg von unserer wahren Heimat und hier alt geworden. We are Sogar born hier here. gestorben. We are born here, far away from our original country. We are born here, lived here, and some of us died here. Und wir sprechen über Deutschland, die in Deutschland leben, zweite Heimat. Wir sagen zweite Heimat. And we who are born here in Germany, we refer to this country as our second home. Also man hat immer eine zweite Heimat. Kein Mensch ist nur mit einer Heimat. Zwei Heimat. Und So, so gibt es Paradies, auch hier nach in der Ewigkeit, zwei Heimatländer. Paradies und die Hölle. so we have two home countries. Every person, every human being has two home countries. And like this, hereafter, there's also two different places to live. This is paradise and hell. Und wir müssen uns entscheiden, wie wir uns hier entschieden haben oder entscheiden. Türkei oder Deutschland. And we have to make a decision, same as we made a decision here. Is it Turkey or is it Germany? Und die Menschen müssen hier sich entscheiden, Hölle oder Paradies. And here also people have to make a decision. Is it hell or paradise? Da gibt es zwei Orte. There are two places. Und du musst wählen, wo willst du leben für alle Ewigkeit. And you have to make a choice where you want to stay for eternity. In Deutschland oder in der Türkei? Na, in Deutschland geht es mir besser. Okay. Wo geht es dir besser? Im Paradies oder in der Hölle? Is it Germany or is it Turkey? Well, I have a good life in Germany, so I stay in Germany. Same thing you have to do with hell and paradise. Könnt ihr verstehen, oh ihr Leute? Ja. Ist das klar? Can you understand, oh you people? Das ist alles zum Verstehen. This is all for you to Dafür ist der understand. Sheikh da, damit ihr was verstehen könnt. That is what the Sheikh is there for you to make you understand. Und was mit der Barmherzigkeit Gottes? Wird diese Hölle auf ewig da sein? Er spricht davon. And how about the mercy of your Lord? Will hell be there for eternity? Er kann sich jederzeit anders entscheiden, er ist der Herr. Well, that's how he talks about hell. It will be here for eternity, but he can change his mind at any time. He is the Lord. Aber wenn er sich entschieden hat, dass es beide Orte, Heimat, Hölle und Paradies auf ewig existieren soll, dann ist er dennoch der Barmherzige. Für die, die er zur Hölle geschickt hat. But if he decided that hell and paradise shall exist for eternity, then he still is the merciful one for those who he sent to hell. Die sich für die Hölle entschieden haben, hat er auch was Gutes vorbereitet. For those who decided to prefer hell, for them he prepared something good too. Für Geschmacklose ist die Hölle gut genug, sagt er. For those of no taste, for them hell is good enough, he says. Wenn sie vom Gewürz, vom Geschmack des Lebens nicht verstanden oder des Essens, des Gerichts, doch scharf ist einziger Geschmack. Hot. If they never try to understand about the different flavors during their lifetimes, then hot is good enough for them. Jetzt kommt die gute Nachricht. And here's the good news. Azab ist arabisches Wort. Azab. Azab is an Arabic word. Fake Araber wird das nicht verstehen. Das ist hochgrammatikal jetzt, was wir erklären. The fake Arab will not understand this because this is very high level. Leid. Wenn wir tief in die Grammatik hineingehen, Arabisch, sagt Muhyiddin Ibn Arabi, bedeutet das Geschmack. Schmecken. Wir lassen das Feuer ihnen schmecken, sagt Allah. Sie werden das Feuer genießen. Das ist Barmherzigkeit des Herrn. Azab means suffering, but the deeper meaning is in the grammar of Ibn Arabi.
If you go deep into this meaning, it means enjoyment. enjoyment. And this is the mercy of the And this is the mercy of the Lord, because He makes people to enjoy the suffering. in hell. Enjoy the fire. They will enjoy the fire. Und das ist kein Witz. Sagt, enjoy, genieß. And this is no joke. He says, enjoy. Erfreu dich an Feuer. Enjoy the fire. Es gibt diese komische Leute, habe ich mal in einer Fernsehsendung gesehen, Dokumentation. Da hing ein Mensch hier, halbnackt hier, an eine Haken, richtige für Tiere, Fleischereihaken. Hier am Bauch hing er. Ich konnte mir das nicht anschauen, hat mir wehgetan, aber der Reporter sagte, es schmeckt ihm. Er findet Gefallen, jeden Tag hängt er sich am Haken. Das ist so eine Art von Orgasmus. Once on television I saw a person half naked hanging on a hook, on a meat hook. And the guy who made that documentary, he said, this person is actually enjoying what he's doing there. And he's doing this every day. Manche lassen sich peitschen, auspeitschen. And some people like to get whipped. Das Leid, sie schmecken das Leid. They taste the suffering. Das Leiden schmeckt ihnen, And gefällt ihnen. suffering is what they like. Das gibt ihnen eine Freude. And it gives them pleasure. Das sind komische Leute. These are strange people Mit einem anderen Sinn für Geschmack. with a different sense of flavor, of Unterster taste. Sinn für Geschmack. It is the lowest level of taste. Und so wird es für Höllenvolk sein. And likewise, it will be for the people of the fire, Die nicht die Freunde des Paradieses zu schätzen wissen können. Geschmack des Paradieses, Freuden, Leidfreuden der Hölle wird ihnen schmecken und Freude schenken. For those who cannot appreciate the pleasures of paradise, for them the pleasure of hell will be sufficient. Das ist heute so eine Öffnung, Kajemi. It is such an opening today, Dass wir auch die Lage, die Situation oder diese Gefühle dieser Menschen, die wir pervers nennen, verstehen können. Das sind Bilder, damit wir das Leid im Paradies verstehen können. Und dann, damit wir unseren Herrn verstehen können. Wie kann er behaupten über sich selbst, dass er der Allbarmherzige und dann schickt er die Menschen in die Hölle? Weil das sind besondere Menschen, die Höllenmenschen. Auch sie werden dort ihre Freude haben. Deshalb. these are pictures in this world which explain to us how people in hell can enjoy being there. And we call Allah the All-Merciful. And now we can understand why having people in hell is also an act of mercy of our Lord. Aber wir sollten uns danach trachten, höchster Sinn für Geschmack, den höchsten Sinn für Geschmack zu erlangen. But we should try to aim for the highest level of taste, of good taste, Damit wir zu den Erlesenen gehören. Damit wir die feinsten Geschmäcke schmecken können. Das gibt es im Paradies. to be of those who are selected. the selected ones, and to be the ones of paradise Best with the best taste. Es gibt einen Käfer, der wühlt nur in Kacke. Geruch von Kacke ist für ihn wie Rosenduft. There is a beetle, and he is living in manure, and for him the smell of manure is like the smell of roses. Und wenn man diesen Käfer von Kacke wegnimmt und in einen Rosengarten bringt, der wird sofort wieder danach trachten, hier in die Kacke reinzulaufen. Should Er you wird von take, Rosenduft niemals etwas verstehen. should you take one of those beetles and put them into a rose garden, they will
right away try to run back to their heap of manure because they will not be able to understand the beauty of. Niemand wird dieser Käfer hier den Duft der Rose zu schätzen wissen. These beetles will never appreciate the smell of roses. Man nennt diesen Käfer in Deutsch Mistkäfer, glaube ich. And yeah, manure beetle. It's translated literally from German manure beetle. So werden sie hier nach, die Menschen, die nicht für Allah gelebt haben und den Geschmack des Paradieses vorgeschmeckt haben, Mistmenschen sein. And likewise, the people who have not enjoyed the flavor of paradise in this life, niemals ins Paradies. Die werden Paradies nicht zu schätzen. they will be called manure people. They will never appreciate paradise. That's why they can't get there. Und wenn ein Engel hier so einen Menschen der Hölle, Höllenmensch, versehentlich ins Paradies hier bringen würde, würde dieser Mensch sagen, was habe ich hier verloren? And should an angel by mistake put one of those people from hell into paradise, this person would say, what am I doing here? Was tue ich denn hier, würde er sagen. Ich bin im falschen Film hier. This is the wrong place for me, he would say. Holt mich hier raus. Get me out of here. Glaubt ihr mir? Do you trust me? Solltet ihr. You're Das sure? ist die Wahrheit. Because it's the truth. Möge Allah uns gutes Verständnis schenken. Amen. Wir haben heute viel über Bilder gesprochen We spoke a lot about pictures tonight, und viel geöffnet. and we opened many things. Sagt unser Großsheikh. Mögen wir es wert sein, würdig sein. So old Grand Sheikh says, may we be worthy of this. Tek Sultan, Omni One Sultan. Fatiha. Peygamber Allah